50-Pfund-Note in ihre Geldbörse befördern wollte, wurden wir plötzlich unterbrochen von dem alten MacDonald höchstpersönlich. Doch mit der ganzen Würde unseres Geschlechts konnten wir tun, was getan werden musste. Sophia schrie und fiel in Ohnmacht. Und ich brüllte und wurde augenblicklich verrückt. Irgendwann kamen wir wieder zu Sinnen. Wir flohen und entwischten nach London. Sollten wir vielleicht zurückkehren zu unseren Müttern? Da kam uns jedoch zu Ohren, dass sie beide verhungert waren und tot. Fanny! Wiedersehen, Susi. Auf Wiedersehen. Denkt dir viele gute Geschichten für mich aus und isst 1000 Törtchen. Und du, meine Süße, bürste dir immer die Haare, aber nicht so, dass sie ausfallen. Fanny, er ist da. Aufwachen! Verabschiedet euch von eurer Schwester. Tut mir leid für die Verspätung. Dann beeilt euch jetzt. Auf Wiedersehen. Ach, schade, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Mama. Viele Grüße an meine Schwestern. Ja, Mama. Und du wirst mir doch schreiben, wann ich zurückkommen darf? Mama? Und auf geht's. Hören Sie das? Schwarze Fracht, Miss. Schwarze Fracht? So ist es. Sklaven. Wahrscheinlich bringt irgendein Kapitän oder heldenhafter Schiffsarzt ein paar Mohren mit als Geschenk für seine Ehefrau. Los, weiter. Hallo? Hallo? Wissen Sie, dass es 5 Uhr morgens ist? Eine Mrs. Norris hat vereinbart, dass diese Kleine hierher gebracht wird. Sie ist ihre Nichte oder sowas. Mrs. Norris wohnt im Pfarrhaus. Da drüben. Ich habe die Anweisung, sie hier abzusetzen, am Vordereingang von Mansfield Park. Dann setzen Sie sie ab. Sie sind bestimmt meine Tante, Tante Norris. Ja, ja. Er hat dich 2 Stunden zu früh gebracht. Komm rein. Komm rein. Alice, ruf die Kinder zusammen. Na schön, dann lass dich mal ansehen. Tja, ich bin sicher, du hast andere Vorzüge. Sir Thomas, sie ist hier, unser kleiner Schützling. Guten Tag, Fanny. Guten Tag, Sir Thomas. Ich soll Sie von meiner Familie grüßen. Ja, danke. Wie war deine Reise? Wunderbar. Dass England so groß ist, habe ich gar nicht gewusst. Wie weit bist du gereist? 100 Meilen? Ja, Sir. Es war beeindruckend. In der Tat.
Gut, dann bringen Sie die Kleine bei Ihnen und Ihrem Mann im Pfarrhaus unter. Den Kindern stellen wir sie später vor. Was? Im Pfarrhaus bei mir und meinem Mann? Ja, ich dachte... Nein. Hier liegt wohl ein Missverständnis vor, Sir. Als ich vorschlug, die arme Nichte von mir und meiner Schwester Lady Bertram zu uns zu nehmen, Bitte, da wollte ich nicht... machen Sie sich meinetwegen keine Umstände. Du sprichst nur, wenn jemand mit dir spricht. Würdest du uns kurz alleine lassen? Bitte, Fanny. Guten Morgen, ich bin Mariah Elizabeth Bertram. Und ich bin Julia Frances Bertram. Wir freuen uns, deine Bekanntschaft zu machen. Ich freue mich auch. Aber es erscheint mir nicht gerade klug, dass Sie zusammen mit den Jungen hier im Haus leben. Wenn man sie von diesem Zeitpunkt an zusammen mit den Jungen großzieht, würde sie ihnen nie mehr bedeuten als eine Schwester, selbst wenn sie die Schönheit eines Engels besäße. Ich nehme an, da ist etwas Wahres dran. Das wäre also geklärt. Mariah, Julia, hört zu. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir auf grobe Unwissenheit stoßen. Auf armselige Anschauungen und betrüblich vulgäre Manieren. Diese Fehler sind nicht unheilbar. Ich hoffe, sie wird nicht meinen armen Mops ärgern. Ich habe gerade erst Julia dazu gebracht, ihn in Ruhe zu lassen. Natürlich nicht, meine Liebe. Aber ihr Mädchen dürft niemals überheblich zu ihr sein, auch wenn sie euch nie gleichgestellt sein wird. Ihr darf das auf keinen Fall offensichtlich erscheinen. Die Angelegenheit bedarf größten Feingefühls. Oh ja, größten Feingefühls. Zum Speisesaal geht es da durch. Da drüben ist der Wintergarten und hier geht es in den Keller. Ich hoffe, du neigst nicht zu trotzigem Verhalten. Deine Mutter hatte eindeutig den Hang dazu. Durch ihre Heirat erwies sie sich sehr ungefällig gegenüber ihrer Familie. Das ist der Westflügel. Er wird bald instand gesetzt werden, falls Tom seine Pferde und die Würfel mal lange genug vernachlässigen kann. Das Billardzimmer, für die Herren natürlich. Denk daran, in allem Zurückhaltung zu üben. Ja, Tom hat es von sich selbst angefertigt. Sehr modern. Sehr modern. Sir Thomas' außerordentliche Bibliothek. Komm mit, ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Und hier ist Sir Thomas' Arbeitszimmer. Hier darfst du ihn nie stören, niemals. Auf ihm lasten momentan sehr große Sorgen, mein Kind. Dies ist sein persönlicher Zufluchtsort. Die Kammern der Dienstmädchen, die Zimmer der Diener sind da drüben. Du wirst mir zur Hand gehen, verstehst du? Und hier oben, es war einst das Zimmer der Gouvernante, vorher war es das Kinderzimmer. Nun ist es dein Zimmer, du hast es ganz für dich allein. Verzeihung, liebe Tante. Ja, Wie lange werde ich voraussichtlich hier bleiben? das hängt ganz davon ab, nicht wahr? Wenn alles gut geht, wohl für immer. Liebe Susi, wie es scheint, hat Mutter mich weggegeben. Und ich kann nichts als Kummer prophezeien, nach dem, was ich von Mansfield Park gesehen habe. Keine Angst. Ich finde Weinen gut. Dadurch wachsen die Haare. Mach dich nicht lustig über mich. Zeigt es Wirkung? Was soll Wirkung zeigen? Mein Benehmen. Geht es dir vielleicht besser? Naja, es lenkt jedenfalls ab. Gut. Wie dem auch sei. Ich bin Edmund. Also, wen vermisst du? Von dir habe ich Edmund besonders viel erzählt, Susi.
Er fragte mich, ob ich dir schreiben möchte. Und ich sagte, dass ich kein Papier hätte. Er gab mir mehr als genug für alle Briefe und Geschichten, die du jemals erhalten wirst. Bevor ich es vergesse, Eliza ist mit ihrem Geliebten durchgebrannt. Bedauerlicherweise lebte sie auf zu großem Fuße. Sie kam ins Gefängnis und wurde teilweise aufgefressen von ihren beiden kleinen Söhnen. Jetzt hat Eliza vor, die Wachen zu töten. Ich halte dich über die Entwicklungen auf dem Laufenden. PS. Könntest du Mutter versichern, dass ich mich täglich weiterentwickle? Die Geschichte Englands. Heinrich VI. Während er regierte, lebte Johanna von Orleans. Das war ein Wirbel, den sie unter den Engländern anrichtete. Sie hätten sie nicht verbrennen sollen, haben sie aber. Heinrich VIII. Ich erspare dir die Mühe, Kenntnis davon zu nehmen, was du bereits vom Hörensagen weißt. Und mir die Mühe zu schildern, woran ich mich nicht vollkommen erinnere. Gerechtigkeit und Pflichtgefühl jedoch. Und dann diese Schande der Menschheit, diese Pest für die Gesellschaft, Elizabeth. Die Mörderin und böse Königin, die sie war, ihre Cousine einkerkerte, die schöne Maria Stuart, und das für 19 Jahre, womit sie ihren viel zu frühen Tod herbeiführte. Er war unverdient und skandalös. Zur ewigen Schande der Monarchie und des ganzen Königreichs. Von einer befangenen, voreingenommenen und unkundigen Historikerin. Fanny, du bist schrecklich. All die Auseinandersetzungen und Kriege. Die Männer sind zu nichts zu gebrauchen. Und Frauen kommen nicht vor. Das ist sehr ermüdend. Dass Geschichte so langweilig sein kann, finde ich komisch. Denn der größte Teil ist wahrscheinlich erfunden. Tja, ich werde deinen überaus beweglichen Verstand in Zukunft strenger formen müssen. Die Situation verlangt geradezu nach, Shakespeare. Fanny Price, würdest du dich bitte um etwas Schicklichkeit bemühen? Was ist? Was ist? Dann gefällt sie dir. Mrs. Shakespeare ist meine Zuflucht, Edmund. Wie kann ich dir nur danken? Meine Gaben sind nichts neben deinen. Denn verglichen mit deinen wilden Konstruktionen schreibe ich eher hölzern. Ja, ich bin ein wildes Tier. Das fände Sir Thomas sicher auch. Nur keine Sorge wegen seiner ernsten Stimmung, Fanny. Es gibt vieles, was ihn derzeit beschäftigt. Ja, und was? Edmund. Es ist kompliziert. Und bin ich so einfach? Fanny? Er bereut, dass er mich aufgenommen hat, oder? Nein, er hat nur Probleme mit den Sklaven auf der Plantage. Es gibt immer mehr Gegner der Sklaverei. Das ist doch begrüßenswert, oder? Aber wir alle leben von dem Gewinn, Fanny. Das gilt auch für dich. Tom, das hast du nicht ernst gemeint. Komm zurück. Tom! Du wirst tun, was ich sage. Wie, um dann zu tun, was Sie tun? Selbst ich habe Prinzipien, Sir. Tom! Du bist ein Engel. Tom!
Liebe Susie, das Neueste. Sir Thomas hat Tom mitgeschleppt auf die westindischen Inseln, stell dir das vor. Er soll dort unsere Interessen schützen. Mariah hat einen Verlobten aufgetrieben, einen Mr. Rushworth. Sir Thomas hat dieser Wahl auf dem Briefwege zugestimmt. Alle scheinen entzückt von ihm zu sein, mit Ausnahme von Edmund. Der meint, hätte er nicht 12.000 Pfund im Jahr, würden wir ihn für ungeheuer beschränkt halten. Infolge davon hat Julias Suche eine neue Dringlichkeit angenommen. Und Mrs. Norris' Ehemann ist tot, was ihr im Großen und Ganzen keine Unannehmlichkeiten zu bereiten schien. Seitdem lebt sie im Haupthaus von Mansfield, da ihr dort der Aufenthalt sehr viel erschwinglicher erscheint. Zu meiner größten Freude. Tja, nun ist ein neuer Pfarrer ins Pfarrhaus gezogen. Und das Leben scheint nicht viel mehr zu sein als eine hastige Aneinanderreihung gesellschaftlicher Nichtigkeiten. Sie sind Halbbruder und Schwester der neuen Pfarrersfrau. Ich erwarte, dass ihr gebührende Achtsamkeit an den Tag legt. Und Aufgewecktheit. Eine gewisse Angeregtheit brauche ich ja wohl nicht zu erwähnen. Ich benötige wahrscheinlich den Rest des Vormittags, um mich vom Ball der Withrows gestern Abend zu erholen, Mrs. Norris. Ich fühle mich ein wenig angeschlagen. Sieht ganz so aus. Mr. Rushworth, ich bitte Sie. Darf ich bekannt machen? Miss Mary Crawford? Und ihr Bruder Mr. Henry Crawford. Und das ist meine Schwester Lady Bertram. Mr. Edmund Bertram. Und das ist Miss Julia Bertram, die erst diesen Herbst in die Gesellschaft eingeführt worden ist, während Miss Mariah Bertram sich kürzlich mit Mr. Rushworth verlobt hat. Vielleicht sind Sie auf dem Wege hierher an Mr. Rushworths herrlichem Anwesen vorbeigekommen. Das mit dem aufsehenerregenden Garten. Sapperton. Es sind zurzeit einige Verschönerungsarbeiten in Planung. Und Fanny Price. Tja, sieht so aus, als würden Sie sich schrecklich langweilen. Bitte gesellen Sie sich zu unserem Spiel, Mr. Crawford. Und? Sie gefallen mir beide ausnehmend gut. Aber Julia gefällt mir am besten. Wieso? Ihre Tante Norris hat mir nahegelegt, dass es so sein muss. Sie scheint überaus bereit dafür, dass sich einer in sie verliebt. Doch auch Mariah ist höchst angenehm. Doch, ihre Wahl ist ja getroffen. Ja. Daher gefällt sie mir umso besser. Ein verlobtes Mädchen ist immer angenehmer als ein nicht verlobtes. Sie ist mit sich selbst zufrieden. Sie hat keine Sorgen mehr und sie kann all ihren Charme entfalten, ohne dass man sie bestimmter Absichten verdächtigt. Bei einer verlobten Dame, da gibt es kein Risiko. Es kann kein Unglück passieren. Du legst dir solche Dinge äußerst großzügig aus, Henry. Aber man würde dich auch einfangen, zu guter Letzt. Ich kann nicht wissen, ob er mich liebt, sagte Eliza. Nun, fragte ich, lag nie sein Blick voller Bewunderung auf dir? Hat er dir nie zart die Hand gedrückt, eine unfreiwillige Träne vergossen und plötzlich das Zimmer verlassen? Niemals, erwiderte sie. Er hat das Zimmer immer erst dann verlassen, wenn sein Besuch beendet war. Edmund, was hältst du davon? Sie ist reizend. Sie sind beide reizend. Es spricht wohl nichts dagegen, dass mir ein angenehmer Mann gefällt.
Jeder weiß um meine Situation. Musst du immer gewinnen? Selbst dann, wenn du deine Beute bereits hast? Julia, kleine Widrigkeiten und Enttäuschungen wird es immer geben. Wenn sich die eine Vorstellung von Glück nicht erfüllt, verlegt sich die menschliche Natur auf eine andere. Nun, möglicherweise wirst du deine hübsche Lebensphilosophie noch brauchen, Mariah. Schade, dass Tom, der Älteste, nicht hier ist. Du meinst mit seinen 20.000 Pfund und seinem Baronstitel und all dem? Henry, du weißt, dass mir das nichts bedeutet. Bleiben wir eine Weile? Ja, bitte. Ich muss schon sagen, einen Augenblick wie diesen übertreffen die Freuden des Lebens wirklich nur selten. Stimmst du mir zu, Möpschen? Verdammt nochmal! Tom, geht's dir gut? Herr Stockkrieg? Wo ist Sir Thomas? Gibt's was Neues? Edmund, komm schnell! Tom, was ist mit Antigua? Wo ist Vater? Ah ja, Antigua. Die ganzen netten Menschen da bezahlen für diese Lustbarkeit. Tom, wir haben gedacht, du seist in Antigua. Oh, bitte. Tom ist zurück aus Antigua, ein wenig früher als erwartet. Also war er noch ein wenig in London. Ich habe ihn im grünen Saal des Covent Garden Theaters entdeckt. In einem Theater. Ja, zufälligerweise dort, wo man diese köstliche kleine Frechheit namens Liebesschwüre wieder aufführt. Oh, davon habe ich schon gehört. Tom war ein charmanter Parasit des Ereignisses, bis er, sagen wir, es ging ihm das Geld aus. Und da ich durchaus in der Lage bin, Mitleid zu empfinden mit der Tragik ungerechtfertigter Armut, entschied ich mich, ihn zurückzubringen, zu seiner Familie. Die, wie ich nun feststellen muss, so überaus liebevoll ist und schön. Und solvent. Solvent? Mr. Bertram? Wie dem auch sei. Der Baron trifft seinen unehelichen Sohn, nimmt seine Jugendliebe zurück und alle leben glücklich zusammen. Nun, das möchte man annehmen. Und das wahrscheinlich bis ans Ende ihrer Tage. Bravo, Tom. Schön erzählt, Tom. Noch mehr fabulierte Dämlichkeit, um die Gehirne zuzukleistern. Jetzt kommen Sie aber, Mr. Bertram. Das Drama ist für das Leben, was die Schiffe für das Meer sind. Ein Mittel, es zu überqueren. Seine Tiefen aufzuspüren, seine Weiten und seine Schönheit. Da kann ich Ihnen nur beipflichten, Miss Crawford. Ein gutes Drama, in dem die Fähigkeiten des Verstandes zum Ausdruck kommen. Und beste Kenntnisse der menschlichen Natur, in dem der Menschheit der lebendige Geist witzig und humorvoll vermittelt wird. Und das mit Hilfe einer ausgewählten Sprache. Ja, das ist wesentlich. Aber das hier, das ist Schund. Eine solche Ernsthaftigkeit. Das ist das schlimmste Vergehen, nicht wahr, Tom? Was meinen Sie dazu, Miss Price? Es tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen, Mr. Crawford. Ich habe keine vorgefasste Meinung zur Hand. Ich glaubte, Sie bestehen ausschließlich aus vorgefassten Meinungen, die Sie uns nicht kundtun. Fanny? Ja, Tante Norris? Was machst du eigentlich hier? Ich bitte um Verzeihung. Dir ist sicher aufgefallen, dass das Nähzeug von gestern Nachmittag noch herumliegt. Oh, genau, Sie haben ja so recht. Das hat, Ich werde sofort danach sehen. Tante Norris, das Nähzeug kann wohl warten.
ist sie nun eingeführt oder nicht? In die Gesellschaft. Ich verstehe nicht, welche Rolle das spielen sollte. Schluss mit dem Gerede, eingeführt oder nicht eingeführt. Lasst uns lieber das Stück spielen. Hier. Jetzt, gemeinsam. Oh, Yatesy, du bist ein Genie. Fantastisch, das ist genau der richtige Raum hier für ein Theater. Und Vaters Arbeitszimmer? Gibt eine hervorragende Bühne. Ganz nebenbei, ich besitze eine gewisse Gabe für die Bühne. So heißt es. Tom, das meinst du doch nicht ernst. Nicht ernst? Ich? Liebesschwüre? Ich bin davon überzeugt, dass Vater nicht zustimmen würde. Ich glaube, ich kenne Vater genauso gut wie du. Kümmere dich um deine Angelegenheiten, Edmund, und überlass mir die restliche Verantwortung. Spiel einfach nicht mit, wenn du keine Lust hast, aber bitte, versuch nicht, die anderen herumzukommandieren. Wäre dann alles geklärt? Gut. Was? Was ist passiert? Ich habe nicht geschlafen. Oh nein, nein, natürlich nicht, Ma'am. Das hat auch niemand von Ihnen vermutet. Wo ist Fanny? Mrs. Norris, und Sie Fanny Price. Ich möchte die Amelia spielen. Aber ich wüsste gern, in welchen der anwesenden Herren ich das Vergnügen haben werde, mich zu verlieben. Wie konnte es dazu kommen, dass der Wunsch, das Richtige zu tun, plötzlich eine Charakterschwäche ist? Geht es nach Toms Willen, spielt nun Charles Maddox den Anhalt. Und der ist ungefähr so diskret wie ein Marktschreier. Hier verstecken Sie sich also. Fanny, ich brauche Hilfe beim Einstudieren. Würde es Ihnen... Oh, Mr. Bertram. Hallo? Hallo, Miss Crawford. Ich werde dann mal gehen. Oh, bleiben Sie, bleiben Sie, bleiben Sie. Wir brauchen Zuschauer. Wir alle brauchen Zuschauer. Finden Sie nicht auch, Fanny? Um ehrlich zu sein, graut mir vor Zuschauern. Kommen Sie, hier. Ich spiele die Amelia. Und Sie übernehmen Anhalt, den Geistlichen, meinen Lehrer. Nein. Lesen Sie ab hier, da Mr. Bertram sich ja bekanntlich weigert. Ich bestehe darauf. Wie Sie wollen, dann, Nun, seit langem haben Sie mich unterwiesen. Warum sollte ich jetzt nicht beginnen, Sie etwas zu lehren? Was wollen Sie mich lehren? Nun, Dinge, die ich weiß und Sie nicht. Von einigen hätte ich lieber keine Kenntnis. So wie Sie mir das Lösen mathematischer Rätsel angenehm gemacht haben, könnte ich Sie in gewissen anderen Dingen angenehm unterrichten. Die Frau selbst ist ein Rätsel. Nun, ich könnte Sie lehren, es zu verstehen. Sie lehren? Wieso nicht? Wer könnte besser die Wissenschaft der Frau lehren als Sie selbst? Ich habe noch einmal nachgedacht und ziehe jetzt doch in Erwägung, dass es, ohne wankelmütig erscheinen zu wollen, habe ich eingesehen, dass es doch besser wäre, ich spiele den Anhalt, statt Charles Maddox mit einzubeziehen. Ausgezeichnet. Nun, von einigen hätte ich lieber keine Kenntnis. Was ist das? Wie ist das geschehen? Wieso finde ich meine Mutter in diesem Zustand vor? Sprechen Sie. Ich vermag nicht zu sprechen, mein lieber Sohn. Mein lieber Friedrich, ich war nicht darauf vorbereitet. Liebste Mutter, nehmen Sie sich zusammen, nun denn. Hallo, mein liebes, gutes Mädchen. Willkommen zu Hause, Sir. Meine Güte, hast du an Statur gewonnen. Und das muss ich sagen, ebenso an Schönheit. Wo sind die anderen? Julia, Mariah? Was ist das? Nun, das sind... Verschönerungen? Bradley. Oh, Sie müssen Sir Thomas sein. Ich bin Rushworth. Ihr zukünftiger Schwiegersohn. Oh, wir führen gerade hier im Haus ein Stück auf. Und ich spiele den Grafen Kassel. Mein erstes Kostüm, ein blaues Gewand. Dazu gehört ein Umhang aus rosa Seide. Danach trage ich noch einen feinen, geschmackvollen Anzug, etwa in der Art eines Jagdanzugs. Ich habe 42 Texte zu sprechen, was
keine Kleinigkeit ist. Vater! Dazu, Ed. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist doch nicht viel. Vater, wir... Tom, das war also der Grund für deine übereilte Abreise aus Antigua, nehme ich mal an. Oh, Sir Thomas. Ich hätte Ihre Abwesenheit keinen Augenblick länger ertragen. Los! Tja. Liebe Susie, alles, was an das Theater erinnern konnte, wurde entfernt. Tom und Yates sind vor dem neuerlichen Ernst geflohen, der wieder in Mansfield Park Einzug gehalten hat. Erzähl uns mehr von den Negern, mein Lieber. Nun, die Mulatten sind alle wohl geformt und besonders die Frauen sind von schöner Gestalt. Ich habe eine, die ist so leicht und anmutig in ihren Bewegungen und intelligent obendrein. Aber eines ist seltsam, wisst ihr, 2 Mulatten können keine Kinder bekommen. Sie sind in dieser Hinsicht wie Maultiere. Verzeihen Sie, Vater, wenn ich Ihnen widerspreche. Das ist Unsinn. Sie können nicht solche Dinge sagen. Ich sagte keinesfalls, dass sie Maultiere sind, oder? Ich sagte, sie seien wie sie. Edward Longs Geschichte Jamaikas. Lies sie, bevor du mein Wort in Frage stellst. Ich hätte Lust dazu, eine von meiner nächsten Reise mitzubringen, damit sie hier als Hausmädchen arbeitet. Korrigieren Sie mich, falls ich mich irre, aber ich habe gelesen, Sir, dass, wenn Sie Sklaven mitbringen, einige Diskussionen darüber entstehen könnten, ob diese hier befreit werden sollten oder nicht. Wenn ich es recht verstehe. Ich muss feststellen, dass du dich beträchtlich geändert hast, mein Kind. Ich habe einiges darüber gelesen. Thomas Clarkson, um präzise zu sein, unter Edmunds Anleitung. Fanny hat einen unersättlichen Geist, so wie der eines Mannes. Und sie schreibt bemerkenswert, in einem gänzlich neuartigen Stil. Ja, gut. Ja. Dein allgemeines Aussehen hat sich sehr verbessert. Ich hoffe, dass Sie mit der Zeit auch die Schönheit Ihres Geistes entdecken, Vater. Du hast so viel Haltung gewonnen. Und deine Figur. Bitte. Finden Sie nicht auch, Mr. Crawford? Reinheit hat etwas entschieden Anziehendes. Das ist wahr, Sir Thomas. In der Tat. Insbesondere für die Unreinen. Ihre moralischen Prinzipien und die Standhaftigkeit Ihres Herzens sind es wohl, die Ihrem Blick und Ihren Wangen einen derartigen Glanz verleihen. Bitte. Meine Herren, Fanny Price scheut sich ebenso davor, Aufmerksamkeit zu erregen, wie andere Frauen davor, übersehen zu werden. Höchst scharfsichtig, Miss Crawford. Danke, Mr. Bertram. Ich habe eine Idee. Wir geben einen Ball in Mansfield Park zu Ehren von Fanny. Wir werden Miss Fanny Price vorstellen und in die Gesellschaft einführen. Gewiss wird ein junger Mann von guter Herkunft sein Augenmerk auf sie richten. Sie wird sicher dahin gleiten, in bewundernswerter Eleganz und mit großer Leichtigkeit. Ich bitte mich zu entschuldigen. Ich denke, ich habe etwas... Verzeihung. Es muss keine große Angelegenheit werden, nur ein paar Nachbarn und Freunde. Fanny, sei nicht töricht, es regnet. Das ist gut. Im Regen sehe ich klarer. Es ist doch nur ein alberner Ball. Ich lasse mich nicht verkaufen wie eine Sklavin deines Vaters, Edmund. Oh, jetzt sei doch nicht so dumm. Oh, aber Dummheit verstärkt doch die persönlichen Reize einer Frau aufs Äußerste. Fanny, du benimmst dich unsinnig. Eine weitere Zierde. Ich bin sicher entzückend. Fanny, du musst dich wirklich langsam an den Gedanken gewöhnen, dass sich die Mühe lohnt, dich anzuschauen. Du könntest schlechter abschneiden, Edmund. Sir?
Sie ist witzig, blitzgescheit und ich muss sagen, nicht ohne Wert. Wie lässt sich dieser Wert wohl messen, Vater? Mich brauchst du mit deiner Reinheit nicht zu beeindrucken. Ihre Familie ist durchaus bekannt und wohl situiert. Die Prices. Die Crawfords, Edmund. Ich meinte die Crawfords. Mary Crawford. Was lesen Sie? Lawrence Sterns empfindsame Reise. Mhm. Darf ich? Ich ward unterbrochen. Durch eine Stimme, die mir von einem Kinde zu kommen schien, welches beklagte, dass es nicht herauskommen könnte. Ich sehe die Galerie auf und nieder und ward eines Stares ansichtig in einem kleinen Käficht. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus, sagte der Star. Gott, helf dir, sagte ich. Ich will dich herauslassen, was immer es koste. Aber der Käficht war so fest mit Draht verwickelt, dass man ihn nicht aufmachen konnte, ohne ihn in Stücke zu brechen. Ich legte beide Hände ans Werk. Der Vogel flog nach dem Platze, wo ich seine Freiheit zu bewirken suchte. Seinen Kopf steckte er durch das Geflecht. Seine Brust presste er dagegen, als ob er ungeduldig wäre. Ich fürchte, armes Ding, sagte ich, dass ich dich nicht befreien kann. Nein, sagt der Star. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus, sagt der Star. Sie lesen gut. Vielen Dank. Vater, ich möchte mit Ihnen über Rushworth sprechen. Mariah, ja. Nun, du weißt, wie sehr ich mich bemüht habe, deinen Mr. Rushworth ins Herz zu schließen. Aber Sie halten ihn für einen minderwertigen jungen Mann. Unwissend im Geschäftlichen wie im Umgang mit Büchern, mit ungefestigten Meinungen und das, ohne dass er sich selbst dessen bewusst wäre. Nun, Ich bin nicht blind, Vater. vielleicht wurde die Verbindung, so vorteilhaft sie auch sein mag, übereilt gut geheißen. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde das für dich richten. Es soll keine Unannehmlichkeit gescheut werden, die Verbindung gänzlich aufzulösen. Wenn dich die Aussicht darauf bedrücken sollte, mein Kind. Ich will gar nicht behaupten, dass er ein herausragender Mensch ist. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass der Genuss höherer Einkünfte, eines Hauses in der Stadt und all die anderen liebenswerten und unschuldigen Vergnügen, die die Verbindung mit sich bringen wird, nicht anziehend wären. Was den Rest anbetrifft, nun, er ist noch jung. Und ich würde ihn gern auf der Stelle heiraten. In den nächsten 2 Wochen. Ich verstehe die Dringlichkeit nicht. Und ich nicht die Verzögerung. Und noch eins, Vater. Ich möchte, dass Julia mich auf die Hochzeitsreise begleitet. Und Julia soll dich auf deiner Hochzeitsreise begleiten, Mariah? Ja. Sie war noch niemals in Brighton. Liebe Susie, Mariah hat am Samstag geheiratet. Mit allen wichtigen seelischen Vorbereitungen war sie schon länger fertig. Für die Ehe vorbereitet war sie durch Hass auf das Elternhaus, Verzweiflung über unerwiderte Gefühle und Verachtung für den Mann, den sie heiraten würde. Die Braut
Braut war elegant gekleidet und die beiden Brautjungfern gebührend einfacher. Ihre Mutter hielt Riechsalz bereit in Erwartung heftiger Gefühlsauffallungen und ihre Tante gab sich Mühe zu weinen. Eine bewegende Sache ist sie schon, so eine Vermählung. Los! Auf Wiedersehen, mein Schatz! Wiedersehen! Ein Trost ist für mich, dass du uns nie verlassen wirst, Fanny. Ich muss die Äpfel zu Mrs. Norris Oh bringen. nein, ich bin zu selbstsüchtig. Sie bleiben hier und vertreiben mir die Zeit. Sie muss mir verzeihen. Selbstsucht muss man immer verzeihen, weil keine Hoffnung besteht, sie zu bessern. Oh, dieser Liebreiz. Morgen Abend wird der Ballsaal allein durch ihre Schönheit erleuchtet. Miss Crawford. Oh, Sie haben so eine schöne Figur, mein liebes Kind. Dass Edmund Ihre Gesellschaft sucht, wundert mich nicht im geringsten. Ich bin so schlimm, dass er nicht weiß, was er von mir halten soll. Würde ich nur über Ihr Urteilsvermögen verfügen. Sagen Sie, spricht er manchmal von mir? Gelegentlich. Ist das Ihre Harfe? Dort im vorderen Zimmer. Oh, in der Tat. Sie wurde von London hierher transportiert, in Henrys Kutsche. Ich hatte versucht, Pferd und Wagen zu mieten, musste jedoch feststellen, dass ich das Unvernünftigste und Unmöglichste verlangt hatte. Ich hatte alle Bauern gekränkt, alle Landarbeiter und das gesamte Heu in der Pfarrei. Das Heu einzufahren ist von größter Wichtigkeit auf dem Lande. Zu dieser Zeit. Und Musik nicht? Oh, das hängt wohl von der Musik ab, nehme ich an. Das ist Edmunds Lieblingsstück. Er scheint sehr empfänglich für Musik. Ja. Edmund sagt, dass in der Kirche, naja, beim Gottesdienst, die Seele immer dann Gott begegnet, wenn die Musik sie zu ihm führt. Gütiger Himmel, sowas. Wozu sie verschwenden an verschlafene Kirchgänger, die Frömmigkeit heucheln in ihren Bänken. Ein Ball dagegen oder ein Konzert, sicher würde er mir beipflichten. Verzeihen Sie, dass ich widerspreche, Miss Crawford, aber das würde er bestimmt nicht. Wenn er in einigen Wochen sein Amt antritt, dann wird er, falls ich mich nicht irre, seine eigenen Gottesdienste halten. Sein Amt antritt? Was, Edmund soll Pfarrer werden? Ja. Oh, ein Pfarrer ist etwas so Trübseliges und eine Pfarrersfrau ist noch schlimmer. Zu welchem Beruf würden Sie mir denn raten, Miss Crawford? Wie Sie wissen, bin ich nun mal nicht der Erstgeborene. Aber es muss doch jemanden geben, einen Onkel oder Großvater, der Sie irgendwo unterbringen kann. Den gibt es nicht. Dann gehen Sie unter die Juristen, es ist noch nicht zu spät. Dort könnten Sie sich durch den Gebrauch von Sprache und Geist auszeichnen. Ich habe nicht den Wunsch, mich mehr schlecht als recht mit hohlen Schlagfertigkeiten abzumühen. Und wenn Ihr Vater Ihnen einen Platz im Parlament verschafft? Die Wahl, die mein Vater trifft, ist alles andere als verlockend für mich. Nein, ich möchte Geistlicher werden. Ich finde, es gibt Schlimmeres, als ein Leben der Nächstenliebe und inneren Einkehr zu führen. Sie ist sicher kein böser Mensch, auch wenn es sich so anhört. Und das grämt mich tief in der Seele. Der Einfluss von Bildung möglicherweise. Diese Bildung muss doch rückgängig zu machen sein. Fanny, wären doch nur mehr Frauen so wie du. Ich liebe dich mehr, als Worte es ausdrücken können. Ich verlange morgen den ersten Tanz auf dem Ball. Die Wirkung, die man auf andere hat,
wandelt sich bisweilen so stark und das ohne einen bestimmten Grund. Ich glaube, es gibt für alles einen Grund, Fanny. Deine ganze Person findet gänzlich die Zustimmung aller. Wie recht du hast, heute Abend stimme ich auch allen zu. Edmund? Sie sollten zugeben, dass Sie in Fanny Price verliebt sind. Nun, natürlich liebe ich sie. Aber es gibt so viele verschiedene Formen der Liebe, wie es Augenblicke im Leben gibt. Hm? Makellos. Sie tanzen wie ein Engel, Fanny Price. Wie ein Engel tanzt man nicht alleine, Mr. Crawford. Was? Ein Kompliment? Möge der Himmel frohlocken, sie hat mich bewundert. Bewundert habe ich Ihre Tanzkünste, Mr. Crawford. Kommen Sie nicht aus dem Takt. Und dann, einige Stunden ehe Laura starb, sagte sie, lass dir mein unglückliches Ende eine Warnung sein. Nimm dich in Acht vor Ohnmachtsanfällen. Nimm dich in Acht vor Schwindelzuständen. Werd verrückt, so oft du es willst. Werd nur nicht ohnmächtig, ja? Guten Tag. Sir Thomas. Guten Tag, Sir Thomas. Guten Tag, Sir. Sir Thomas, ich habe über die Pfarrei nachgedacht. Oh, du nicht auch noch. Pik ist Trumpf, Fanny. Ich bin Feuer und Flamme, Sir Thomas, für einen ganz neuen Plan. Ah, ein Plan. Woraus besteht der? Ich dachte, unter Umständen wären Sie dazu bereit, das Pfarrhaus an mich zu vermieten. Aber es soll Edmunds Pfarrei werden, wenn er sein Amt antritt. Ich habe eine Dame zu vergeben. Wer hat Interesse? Was soll sie kosten? 2 Schillinge. Raubrittermanier. Mr. Bertram könnte hier wohnen, in Mansfield Park, auch wenn er Pfarrer ist. Auf diese Weise blieben Sie in der Nähe Ihrer Familie. Und ich könnte meine Freundschaft mit der Familie von Mansfield Park fortsetzen und meine Vertrautheit festigen und vervollkommnen, was mir Tag für Tag wertvoller erscheint. Ich habe einen besseren Plan, Henry. Leben Sie bei uns. Bleiben Sie, solange Sie wollen, jede Saison. Bringen Sie Ihre Pferde mit. Ihre Schwester natürlich auch. Betrachten Sie sich als Mitglied der Familie. Es wäre zu unserem Gedeihen, nicht wahr, Fanny? Gewiss, ja. Wer kauft den König für 3 Schillinge? Ich kaufe ihn. Mary, das ist maßlos. Ich werde mein Letztes aufs Spiel setzen, wie ein ganzer Mann. Keine kühle Vernunft. Ich bin nicht dazu geschaffen, stillzusitzen und nichts zu tun. Wenn ich das Spiel verliere, dann will ich wenigstens darum gekämpft haben. Oh. Gut gemacht, Fanny. Fanny! Ich muss Sie sprechen. Ja, Mr. Crawford? Ihnen muss klar sein, wieso ich das Pfarrhaus mieten will. Ich möchte mich weiterhin der Verfestigung meiner Vertrautheit mit Ihnen widmen. Mit Ihnen, Fanny. Sie haben Gefühle hervorgerufen, die meinem Herzen zuvor unbekannt waren. Bitte. Ein Glück gibt es im Leben, das ist lieben und geliebt zu werden.
Mr. Crawford, ich möchte Sie doch bitten, lassen Sie den Unsinn. Unsinn? Sie sind ein guter Redner, wirklich. Ich befürchte, dass es Ihnen letztlich noch gelingt, sich selbst zu überzeugen. Fanny! So werden Sie mich umbringen. Kein Mensch stirbt vor Liebe, nur auf der Bühne, Mr. Crawford. Ab diesem Moment nahm die Vertrautheit zwischen ihnen täglich zu und hatte schließlich eine solche Gewalt, dass sie keine Skrupel hatten, sich beim kleinsten Anlass gegenseitig mit Fußtritten aus dem Fenster zu befördern. Ja? Ah, mein liebes Kind, heute ist ein großer Tag, wahrlich ein großer Tag. Ja. Ist es das? Du erfüllst mich vielleicht mit mehr Stolz als meine eigenen Töchter. Oh, bitte sagen Sie das nicht, Sir. Wieso brennt kein Feuer im Kamin? Mir ist nicht kalt, Sir. Aber gewöhnlich ist dir doch geheizt. Nein, Sir, aber ich habe einen warmen Schal. Deine Tante kann davon unmöglich etwas wissen. Ich verstehe. Solange du in meinem Haus wohnst, Fanny Price, sollst du es warm haben. Mir ist klar, dass zwischen euch Kindern misslich unterschieden wurde, aber ich halte zu viel von dir, um anzunehmen, dass du deswegen jemals Groll hegen könntest. Daher ist es mir eine noch größere Freude, dir mitteilen zu können, dass Henry Crawford bei mir um deine Hand angehalten hat. Und ich habe der Verbindung meinen Segen erteilt. Ich hatte ja keine Ahnung, dass seine Gefühle ein so brennendes Interesse erreicht haben. Ich bin wohl schon zu alt, um das verzwickte Hin und Her der Jugend zu begreifen. Bitte mach dich fertig und geselle dich zu uns. Mr. Crawford ist, das hast du dir wohl schon gedacht, er ist noch im Hause. Hab keine Angst. Ich kann nicht, Sir. Du kannst nicht was? Ich kann seinen Antrag nicht annehmen. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Du bist dir über deine Gefühle nicht im Klaren. Ich habe euch beobachtet, Fanny Price. Ich weiß, dass du nicht unempfänglich bist für seinen Charme. So alt bin ich auch wieder nicht. Sicher, er hat Charme, Sir. Hat dir vielleicht jemand anders seine Heiratsabsichten erklärt? Nein, Sir. Was ist es dann? Ich kann ihm nicht glauben, Sir. Was glaubst du ihm nicht? Sein Charakter ist wie der vieler charmanter Menschen, sagen wir mal, insgeheim fast vollständig abhängig von der Wertschätzung anderer. Und was ist so furchtbar schlecht daran? Naja, ihn interessiert nur, geliebt zu werden, Sir. Und nicht zu lieben. Du liest viel zu viele Romane. Ich bin eine furchtlose Romanleserin, aber sicher vernebelt das nicht meine Urteilsfähigkeit. Glaubst du mir? Ich glaube, dass meine Zukunft ganz alleine von Ihnen abhängt, Sir. Ich wiederhole. Glaubst du mir? Ja, Sir. Nun, ich glaube ihm. Du wirst ihn heiraten. Das werde ich nicht. Sir. Ich hatte immer angenommen, Fanny Price, dass dein Wesen frei wäre von Halsstarrigkeit, Überheblichkeit und jedem Hang zur geistigen Unabhängigkeit, die heutzutage immer mehr Verbreitung findet, selbst bei jungen Frauen. Was bei jungen Frauen ganz besonders abstoßend und scheußlich ist, über jedes zu entschuldigende Maß hinaus. Du scheinst vergessen zu haben, dass du nicht über Mary Crawfords Jahreseinkünfte verfügst. Deine Familie auch nicht. Und du scheinst keinen Augenblick daran gedacht zu haben, welche Vor- und Nachteile dies für sie mit sich bringen könnte. Du bekommst den ehrenvollen Antrag eines jungen Mannes, der alles besitzt, was für ihn spricht. Nicht nur hinsichtlich seines Rangs, Vermögens und Charakters. Er ist darüber hinaus auch über alle Maßen liebenswürdig, mit einer Unterhaltungsgabe, die jedermann erfreut. Und du kennst ihn nicht erst seit heute, du kennst ihn seit geraumer Zeit. Überdies ist seine Schwester deine Vertraute. Es kann dir nicht entgangen sein, dass Mr. Crawford sich schon seit einiger Zeit um dich. Das kann dich unmöglich überrascht haben. Du musst seine Aufmerksamkeiten bemerkt haben, obwohl du sie immer gezielt Ich glaube beinahe, Fanny, du bist dir über deine eigenen Gefühle nicht im Klaren. Es hat keinen Zweck, mit dir zu sprechen. Es ist besser, wir machen dieser verdrießlichen Unterredung ein Ende. Daher will ich nur... Und weil du nicht genau das für Mr. Crawford empfindest, was eine junge, überhitzte Fantasie als Bedingung für Glück hält. Ich sage dir nur eins. Du lehnst aus einer plötzlichen Anwandlung heraus das Angebot ab, das dir einen Platz im Leben zuträgt. Einen ehrenvollen, vornehmen und vortrefflichen Platz, der dir aller Wahrscheinlichkeit nach nie wieder angeboten wird. Und ich werde dir etwas sagen, Fanny Price. Das ist mehr, als ich für Mariah getan habe.
Das nächste Mal, wenn der Mops Junge wirft, dann kriegst du ein kleines Möpschen. Oh, sie braucht nur ein bisschen Zeit, Sir Thomas. Er liebt sie, Fanny Price. Wenn jemals ein Mann eine Frau ewig liebt, dann wird ganz sicher Henry sie ewig lieben. Edmund, sag mir, was du denkst, ja? Allein, dass die Wahl auf dich gefallen ist, Fanny, ist Beweis für seinen guten Charakter. Und er könnte dich sehr glücklich machen. Und bestimmt würdest du ihn noch ändern als Mensch. Nein, nein, ich glaube nicht, dass man davon ausgehen soll, dass ein Mann von jeder Frau geliebt zu werden hat, die zufällig Gnade vor ihm findet. Vielleicht ziehst du ja vor, nach Portsmouth zurückzukehren. Ich kann deiner Mutter noch heute schreiben. Ein wenig Enthaltsamkeit von dem Luxus und der Eleganz Mansfield Parks trägt vielleicht zur Ernüchterung deiner Gedanken bei. Möchtest du das, junges Fräulein? Ja, das möchte ich. Wieso, Fanny? Um wieder zu Hause zu sein. Um von meiner Familie geliebt zu werden. Zuneigung zu spüren, ohne Furcht und ohne Einschränkung. Und um mich unter jenen, die mich umgeben, gleichwertig zu fühlen. Ich hoffe, du weißt... Ich hoffe, du weißt, wie sehr ich werde dir schreiben, ja? Und ich dir, ganz sicher. Wenn ich etwas habe, über das es sich zu schreiben lohnt. Wer sagt denn, dass wir nicht doch noch Schwägerinnen werden? Ich weiß, dass wir es werden. Mutter. Fanny! Komm rein. Du bist bestimmt erschöpft von der Reise. Nein, sie war wirklich überraschend kurz. Wie du nur aussiehst, Kind. So. Betsy, hol Vater aus dem Bett. Komm rein. Komm rein. Susi ist dran. Ja, hast du eine anstrengende Reise hinter dir? Du bist bestimmt erschöpft. Oh, es war ganz... Betsy! Ich habe ihn gestern geweckt. Du lügst. Ich nehme an, ihr habt
Eine Unmenge von Dienstboten. Eigentlich muss ich viel machen. Ich bin die rechte Hand von Lady Bertram und Tante Norris. Mir helfen nur die beiden Mädchen. Wir hatten eine Hilfe, aber zurzeit hat dein Vater keine Arbeit, also... Guten Tag. Wie lange wirst du hier bleiben, Fanny? Das kann ich noch nicht sagen. Vater will nicht aufstehen. Sie ist da. Guten Tag. Mein Gott. Oh, Fanny. Du siehst ja so elegant aus. Wie eine Prinzessin. Ich habe dir gesagt, wie wunderschön sie sein wird. Hatte ich dir nicht gesagt, wie wunderschön sie sein wird? Ja, das hast du. Fanny ist nach Hause gekommen, Vater. Da ist sie. Dann dreh dich mal. Lass dich anschauen. Los, dreh dich. Sehr hübsch. Komm her, Schnattermäulchen. Ich wollte dich nur nicken. Drück deinen alten, ungehobelten Vater richtig fest. Willkommen zu Hause, Fanny. Gut, dass noch ein Mädchen hier ist. Dann halte ich mich mal bereit, Stroh auf den Boden zu werfen und das ganze Stall zu nennen. Fang nur nicht wieder an. Nimm dich in Acht vor Ohnmachtsanfällen, nimm dich in Acht vor Schwindelzuständen. Herumzutollen ist nicht ein Viertel so gefährlich. Es tut ganz sicher dem Körper gut. Und wenn nicht zu hitzig ausgeführt, dann ist es der Gesundheit durchaus förderlich. Fanny, ein Brief. Von wem ist der? Von Mary Crawford, einer Freundin. Oh, wie wir sie vermissen, meine liebste Fanny Price. Mein Bruder bläst Trübsal. Bitte schreiben Sie mir ein paar nette Zeilen, wenn Sie antworten, um seine Augen zu erfreuen. Und schildern Sie mir all die schneidigen jungen Schiffsoffiziere, die Sie um seinetwillen gering schätzen. Ich habe neulich Julia und unsere liebste Mrs. Rushworth in der Wimpole Street besucht. Wir schienen sehr erfreut über das Wiedersehen und ich glaube, ein bisschen freuten wir uns wirklich. Wir hatten eine Unmenge zu erzählen. Besonders in Bezug auf Sie und Henry. Soll ich Ihnen das Gesicht von Mrs. Rushworth beschreiben, als Ihr Name fiel? Fanny Price? Ich dachte immer, dass es ihr nicht an Selbstbeherrschung mangelt, aber den gestrigen Anforderungen war sie nicht ganz gewachsen. Nun, das werde ich glauben, wenn ich es glaube. Henry Crawford. Natürlich, das werden Sie, Mrs. Rushworth. Und was Edmund betrifft, geistlicher hin oder her, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich zunehmend für seinen Charme empfänglich bin. Mit großer Zuneigung, Ihre Mary Crawford. Dieser Henry Crawford, wie ist der so? Ein Lebemann, denke ich. Her damit. Im Leben sind sie weitaus weniger amüsant als in der Literatur. Hauptsache amüsant. Und Lady Bertram? Sie leidet ständig an fast tödlicher Erschöpfung. Warum? Im Allgemeinen wohl, weil sie an etwas stickt, das nicht schön und von wenig Nutzen ist. Ganz zu schweigen von einer stattlichen Dosis Opium jeden Tag. Deine Zunge ist schärfer als ein Fallbeil, Fanny. Ich nehme mal an, das ist der Einfluss von Bildung. Miss Fanny Price! Miss Price? Was ist das für ein Lärm? Miss Price! Was ist los, mein Junge? Ich muss Fanny Price sprechen. Miss Price? Miss Fanny Price! Ich bin Fanny Price. Ganz bestimmt? Denn wenn nicht, kriege ich kein Geld. Ich weiß genau, dass ich Fanny Price bin. Also gut, schön. Bleiben Sie da stehen.
sollte auch noch was ausrichten. Irgendwas über Stare, die fliegen, glaube ich. Was Romantisches. Aber ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich nehme mal an, wir haben es verstanden. Danke. Fanny, was soll das? Schön, dass Sie da sind. Mr. Price? Ja? Henry Crawford. Ein Freund von... Mariah Bertram. Sehr erfreut. Und Sie sind gewiss Mrs. Price. Natürlich, die Ähnlichkeit mit Ihren Schwestern, der liebreizenden Lady Bertram und Mrs. Norris, ist offensichtlich. Die Natur hat ihrer Familie einen beträchtlichen Anteil an Schönheit geschenkt. Sie sind so gütig, Mr. Crawford. Miss Price? Mr. Crawford. Das waren Sie, habe ich recht? Die Vögel und all das. Entschuldigen Sie, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Nun erzählen Sie, was gibt es Neues auf Mansfield? Wie geht es allen? Mit allem meinen Sie Edmund? Fanny, ich weiß es. Was wissen Sie, Henry? Ich weiß, dass Sie Edmund lieben. Ich möchte ganz ehrlich zu Ihnen sein. Ich vermute, das ist der gute Einfluss, den Sie auf mich haben, Fanny Price. Er ist ein wunderbarer Mann, das ist mir klar. Aber er wird meine Schwester heiraten, Fanny. Sind die beiden einander versprochen? So gut wie. Also warte ich ab und leide erst dann. Es schmerzt mich, aber Sie müssen bereits jetzt leiden. Ich weiß, ich erscheine Ihnen auf eine gewisse Art unaufrichtig. Sie sind mir an Wert unendlich überlegen. Sie haben ein engelsgleiches Wesen. Ich weiß auch, dass Sie Zeuge meiner unaufrichtigen Absichten gegenüber Mariah waren. Aber in Ihren Augen sehe ich eine Klarheit. Ihr Blick ist so unbeirrbar. Ich bitte Sie, sehen Sie mich an. Ich habe mich geändert, Fanny Price, geändert. Ich werde auf Sie warten. In alle Ewigkeit. Und meine Beständigkeit, die soll Ihnen beweisen, dass ich mich verändert habe. Gerade Ihre Veränderlichkeit ist es, die mir Angst macht, Mr. Crawford. Sie spielen mit mir. Nein. So unsinnig es auch ist, mein Herz gehört einem anderen. Dann warte ich. Bis es wieder frei ist für mich. Es sind die Gewohnheiten des Reichtums, die ich fürchte. Dennoch, sie ist die einzige Frau auf der Welt, die ich mir je vorstellen könnte als... Dennoch, sie ist die einzige Frau auf der Welt, die ich mir je vorstellen könnte als... meine Frau. Ja, und was würden Ihre derzeitigen Pächter machen, wenn wir das Haus beziehen? Ich besitze mehrere Wohnungen und Häuser hier, Sir. Für die anderen wäre bestens gesorgt. Das ist ein großzügiges Angebot. Nun, das erste von vielen, wie ich hoffe. Fanny. Ich habe nachgedacht, Fanny.
Reichtum ist keine Schande. Glaub mir, mein Kind. Hängt davon ab, wie man dazu gekommen ist. Francis, wo bist du? Vergiss eins nicht, Fanny. Ich habe damals aus Liebe geheiratet. Was ist das für ein Gefühl, zu Hause zu sein? Portsmouth ist Portsmouth. Zu Hause, das ist Mansfield. Sie sind nicht gern am Wasser? Nicht, wenn es riecht und man nicht die Möglichkeit hat, auf dem Wasser davon zu schwimmen. Die haben Sie. Die Armut macht mir Angst. Und die Armut einer Frau ist eine noch härtere Sklaverei als die eines Mannes. Das ist Ansichtssache. Sie muss Ihnen nicht beschieden sein. Ich weiß. Verbringen Sie Ihre Tage in Behaglichkeit. Mit mir? Ich weiß. Wirklich? Ja. Ist das ja? Ja. Ist das jenes Jahr, das ich schon 1000-mal in meinem Herzen hörte, doch niemals von ihm? Oh, Fanny Price. Sie werden lernen, mich zu lieben. Sagen Sie es noch einmal. Sagen Sie es. Ja. Guten Morgen, Fanny Price. Guten Morgen, mein Liebling. Hören Sie auf. Bitte, bitte hören Guten Sie Morgen. auf. Aufhören. Bitte hören Sie auf. Entschuldigung. Ich war zu voreilig. Ich habe nachgedacht, voller Gewissensqualen, und ich fühle, ich kann nicht... Ich kann sie unmöglich heiraten. Ich bin noch nicht so weit. Und wann wären Sie so weit, Fanny Price? Das kann ich nicht sagen. Darf ich den Grund erfragen? Ich habe noch Zweifel an Ihnen und ich fürchte, Ihnen es nicht zu trauen. Zweifel an mir? Ist die Art, wie Sie sich zurzeit verhalten, vielleicht vertrauenswürdig? Sind Sie ein Maßstab für Vertrauen? Verzeihen Sie mir. Noch einen schönen Aufenthalt in Portsmouth, Miss Price. Möge er lange dauern und Ihren Maßstäben genügen. Bist du dir sicher? Ich habe kein Talent für Sicherheiten, Susie. Fanny, komm schnell. Fanny,
Sag mal, wer soll all das Papier bezahlen, Fanny? Komm, komm. Edmund. Ich wollte dich nach Mansfield zurückholen. Wir brauchen dich dort. Was ist passiert? Tom hat in Newmarket gefeiert und ist krank geworden. Und die jungen Männer, mit denen er zusammen war, ließen ihn bei Yates zurück, damit er gesund wird. Der ihn dann auch allein ließ. Vor 2 Tagen hat man ihn gefunden. Er war fast tot. Er ist in einem besorgniserregenden Zustand. Wir müssen uns beeilen. Falls du möchtest, natürlich nur. Fanny, ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich... Wir sehen uns bald wieder, Susi. Ich fühle es. Denk dran, werd verrückt, so oft du es willst, aber werd nicht ohnmächtig. Ich hoffe, es geht dir gut von dieser Tragödie abgesehen. Ja. Wie ich in meinem letzten Brief schon andeutete, glaube ich, dass Mary sich nach und nach mit dem Gedanken versöhnt, einen Pfarrer zu heiraten, einen langweiligen obendrein. Ich habe gehört, Crawford hat ihr einen Besuch abgestattet. Ja. War er zuvorkommend? Ja. Ja, sehr. Und haben sich deine Gefühle geändert? Ja. Mehrere Male. Ich finde, dass ich finde, dass... Wir beide haben es nicht nötig, ein Wort darüber zu verlieren, wenn Worte nicht ausreichen. Du hast mir gefehlt. Und du mir. Fanny, du bist wieder da. Ja, Sir. Gut. Wir dürfen uns nicht mehr so voneinander entfremden in Mansfield Park. Wasser. Das nicht. Bitte. Guten Morgen, Sir. Oh, mein lieber Mr. Crawford, danke, dass Sie uns in so schwierigen Zeiten beistehen. Miss Mrs. Rushworth wird sich später auch noch zu uns gesellen. Mr. Rushworth ist wegen Verschönerungsarbeiten an seinem Garten verhindert. Es wird Sie sicher freuen, dass Miss Julia noch in dieser Stunde eintrifft. Willkommen. Fanny. Danke, dass Sie sich hierher bemüht haben. Fanny, was ich dich fragen wollte, wie lange bleibst du eigentlich?
Das weiß ich nicht, Tante Norris. Und wie lange bleiben Sie? Mrs. Rushworth. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Es geht mir gut, danke. Und Mr. Rushworth? Mariah? Verhält man sich unter Freunden so? Mariah. Bitte. Wie geht's Fanny? Sie ist ein braves kleines Mädchen. Und Sie ein braver kleiner Junge, habe ich recht? Sie hat mich abgewiesen, Mariah. Gelte dieser Seufzer doch nur mir. Unsere Nachbarn. Mein Sohn ist wahnsinnig. Geh auf dein Zimmer. Los, raus!
Sieh mich nicht so an, Edmund. Rushworth ist ein Idiot, das weißt du, und ich komme da nicht raus. Edmund. Hörst du, ich komme da nicht raus. Geht's dir besser? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Guten Morgen, Mansfield Park! Holen Sie Edmund, Sir Thomas und Mariah? Wir haben heute einen wichtigen Gast hier. Edmund! Das ist Mr. Dixon von der London Times. Er schreibt einen Artikel über moderne Gärten und interessiert sich für die Veränderungen in Southerton. Wo ist Mariah? Dem schlauen Burschen ist der Einfluss von Gilpin aufgefallen. Er ist begeistert von der neuen Ruine. Ja. Wacht auf, ihr Degenerierten! Hallo? Mariah? Sir! Sir! Wo ist Mariah? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Um diese Stunde? Dann unterhalten wir uns mit Crawford. Auf seine Empfehlung hin haben wir die Eichenallee entfernt. Die alten Eichen, die haben von der Westgrenze geradewegs auf den Hügel geführt. Wo ist Crawford? Vielleicht im Pfarrhaus bei den Grants? Nein, dort haben wir bereits vorbeigeschaut. Ah. Sir Thomas, hier ist etwas, das Sie unbedingt lesen müssen. Uiuiui. Es ist ziemlich bestürzend. Da im Gesellschaftsteil. Fanny, liest du es uns vor? Du hast so eine klare, kräftige Stimme. Zu ihrem unendlichen Bedauern hat die Zeitung der Welt einen ehelichen Aufruhr zu melden. In der Familie von Mr. Rushworth aus der Wimpole Street. Weiter. Die schöne Mrs. Rushworth, die ein so glänzender Stern in der vornehmen Welt zu werden versprach, hat das Haus ihres Gatten verlassen, zusammen mit dem bekannten und faszinierenden Mr. Crawford, der ein vertrauter Freund und Partner nicht nur von Mr. Rushworth ist, sondern auch von Mrs. Rushworths Vater, Sir Thomas Bertram von Mansfield Park. Es ist völlig unbekannt, auch der Redaktion dieser Zeitung, wo sich das Paar befindet. Gott stehe uns bei. Solche Idioten. Unter diesem Dach. Sie hätten sich denken können, dass Rushworth zu allem in der Lage ist, sogar einen Zeitungsmenschen herzubringen. Unter welchem Dach wäre es denn besser gewesen, Mary? Ich verstehe Ihre Verbitterung, Fanny Price, aber richten Sie sie nicht gegen mich. Ihr Bruder ist ein Schauspieler. Ein charmanter, unergründlicher Schauspieler durch und durch. Die Verlockung erwies sich als zu stark für ein Gemüt, das nicht gewohnt war, der Pflicht ein Vergnügen zu opfern. Trotz des vielen Geldes und einer sorgfältigen und kostspieligen Erziehung.
Ich habe nicht das Gefühl, die eigenen Kinder auch nur im geringsten zu kennen. Ich bitte Sie, natürlich kennen Sie Ihre Kinder. Herrgott nochmal, wir leben im Jahr 1806. So etwas passiert nicht zum ersten Mal auf der Welt und auch nicht zum letzten Mal. Hören Sie, es ist richtig, Ihre Familie hat zurzeit großen Kummer. Aber den müssen Sie überwinden und mit Würde weiterleben. Die Sache ist die, wenn Henry beschließt, Mariah nicht die Ehe anzubieten, ja? Und wenn Sie sie ebenfalls verstoßen, dann wird sie zur Geächteten. Zum Blatt im Winde anderer Männer Pläne. Oder wir überwinden das. Hier ist mein Vorschlag. Wir müssen Henry überreden, sich mit Mariah zu verehelichen. Nach einer respektablen Zeit werden Edmund und ich Mariah und Henry Einlass in unseren Bekanntenkreis gewähren und in unseren Haushalt. Ja, und dann werden sie alle nach einer angemessenen Zeit der Distanz ebenfalls beschließen, sie geziemend zu unterstützen. Und da die Bertrams allgemeinen Respekt genießen, könnte Mariah ihre Position innerhalb der Gesellschaft bis zu einem gewissen Maße wiedererlangen. In einigen Kreisen, das wissen wir, wird man sie ablehnen, aber bei gutem Essen und großen Gesellschaften wird es auch immer solche geben, die gern ihre Bekanntschaft pflegen. Eine wohldurchdachte Strategie. Und wie kann sich ein armer Pfarrer dieses gute Essen und große Gesellschaften leisten? Das Schicksal kann auch gnädig sein. Wie bitte, Mary? Nun, falls Tom seine Gesundheit nicht wiedererlangt, wird Edmund erben. Und Vermögen und Ansehen könnten in keine verdienteren Hände fallen. Ich weiß schon, Sie denken, dass ich etwas derartiges nicht sagen sollte. Aber man muss immer gefasst sein auf jede Eventualität. Das hochentwickelte Individuum zeichnet sich so aus. Nein. Was ich Ihnen raten möchte, Sir Thomas, ist, schaden Sie Ihrer eigenen Sache nicht durch Eingreifen. Lassen Sie den Dingen ihren Lauf. Das ist nicht ganz einfach, das verstehe ich durchaus. Aber auch wenn Tom, Gott segne sein Herz, nicht stark genug sein mag für diese Welt, müssen wir anderen es sein, unbedingt. Ich spreche nur davon, was getan werden sollte und nicht davon, was ich empfinde. Sie möchten vielleicht Abstand nehmen von Ihrem begierigen Wunsch nach Toms Tod. Sie möchten von Ihrer nur allzu schlecht verhüllten Wut auf mich Abstand nehmen, Fanny Price. Hätten Sie meinen Bruder akzeptiert, so wie es sich gehört, würden Sie jetzt vor Ihrer eigenen Verehelichung stehen. Und Henry hätte keine Mühe darauf verwendet, sich wieder mit Mrs. Rushworth auszusöhnen. Es wäre mit einer netten, anhaltenden Liebelei abgetan bei den alljährlichen Begegnungen in Southampton oder Everingham. Es könnte auch alles als Ihr Verschulden betrachtet werden. Dass Sie sich auf eine derart bestürzende Weise mit dem Ableben meines Bruders arrangieren, lässt meine Gefühle für Sie erkalten. Erkalten. Fröhlich planen Sie Gesellschaften und das mit seinem Geld. Sie heißen meinen Vater schweigen, wie einen Hund an Ihrem Tisch. Sie greifen Fanny an, die nur ihrem eigenen Gefühl vertraut, was sich dann unfehlbar als richtig herausstellt. All dies hat mich auf höchst traurige Weise davon überzeugt, dass die Person, auf die ich bereitwillig die letzten Monate meine Gedanken gerichtet habe, bloß ein Geschöpf meiner Fantasie war. Nicht Sie, Miss Crawford. Sie sind mir völlig fremd. Ich kenne Sie nicht und mir tut es leid, dies zu sagen. Ich möchte es auch nicht. Kann man irgendetwas tun? Warten. Warten. Ja. Die Zeit vermag fast alles zu heilen. Er wird wieder gesund. Er hat ein Gehirnfieber überlebt, als er 6 Jahre alt war.
Er spielte damals immer Tom, der Ritter. Geben Sie mir einen Auftrag, Vater, sagte er gern. Ich schickte ihn mit einer Botschaft los an seine Mutter, wegen des Tees oder um Badley zu bestellen. Er solle die Kutsche fertig machen. Nein, Vater. Geben Sie mir eine edle Aufgabe. Etwas anderes hat er nie gewollt. Es tut mir leid, Tom. Es tut mir so leid. Mit der Zeit kehrte Toms Gesundheit zurück. Henry Crawford zog es vor, Mariah nicht zu heiraten. Mrs. Norris, die Sir Thomas nun von Stunde zu Stunde zunehmend als Qual empfand, verließ uns, um sich ihrer bedauernswerten Nichte zu widmen. Man darf wohl davon ausgehen, dass sie in Anbetracht ihres Naturells einander zur Strafe wurden. Die Dinge hätten sich auch anders entwickeln können. Haben sie aber nicht. Mary Crawford zog nach Westminster. Schließlich fanden sie und Henry Gefährten, die ihre doch moderneren Ansichten teilten. Und, das haben Sie wahrscheinlich schon vermutet, genau zu jenem Zeitpunkt, als dies am angebrachtesten war und keinen Augenblick früher, kam Edmund, um die ganze erfreuliche und erstaunliche Wahrheit auszusprechen. Fanny, ich muss dir etwas gestehen. Ich liebe dich schon mein ganzes Leben lang. Ich weiß, Edmund. Nein, Fanny. Wie ein Mann eine Frau liebt. Wie ein Held eine Heldin liebt. Ich habe noch nie jemanden so geliebt, in meinem ganzen Leben nicht. Ich war immer so eifrig darauf bedacht, das Richtige zu tun, dass ich vergaß, das zu tun, was richtig ist. Aber wenn du mich nimmst, nachdem ich so ein Tölpel war, von Blindheit geschlagen, wäre ich der glücklichste Mensch und keine Schilderung könnte dieses Glück ausdrücken. Oh, Edmund. Langsam ans Ziel. Komm her.
Julia? Mr. Yates. Die Jungfrau von Orléans lebte während der Regentschaft Heinrichs VI. Ist das richtig? Ja, Susie. Das habe ich gewusst. Ja, genau. Das habe ich gewusst. Susan zog nach Mansfield Park. Tom kam zusehends zu Kräften und Sir Thomas gab seine Unternehmungen in Antigua schließlich auf. Er verlegte sich stattdessen auf einige aufregende neue Geschäfte. Tabakwaren. Die Dinge hätten sich auch ganz anders entwickeln können. Haben sie aber nicht. Übrigens, ich habe mich mit einem John Ward unterhalten bei den Edgertons. Und er erklärte sich bereit, sie zu veröffentlichen. Meine Geschichten. Auf unsere Kosten natürlich, aber du darfst 10% des Gewinns behalten. Ich habe schon über den Titel nachgedacht. Ergüsse der Fantasie eines sehr jungen Mädchens im gänzlich neuen Stil. Was hältst du davon? Hört sich sehr interessant an. Nur interessant. Schrecklich. Ein schrecklich. Mano watoye yene dumana kulutiki Mano watoye yene dumana kulutiki